Hallo und herzlich willkommen zu dieser Strategy Keynote. Ich hoffe, ihr hattet alle ein gutes Mittagessen, seid gut erholt, regeneriert, frisch und bereit, jetzt die ersten Sessions zu sehen und freut euch auch schon auf die ganzen Gespräche, die wir gleich im Nachgang auch überall führen können. Wir haben vor circa 2 Jahren auf unseren Unternehmensplattformen ein völlig neues Verhalten kennengelernt. Und dieses Verhalten war, dass wir plötzlich Traffic aus unbekannten Quellen gesehen haben. Wir haben natürlich begonnen, das zu analysieren, und was dahinter steckte, waren LLMs und Agentic Chatbots, die primär auf unsere Webseiten gekommen sind. Und diese Chatbots haben unsere Seiten besucht und der Traffic ist wirklich über die Zeit angestiegen, und zwar nicht langsam, sondern massiv und schnell. Und das hat uns natürlich vor eine Frage gestellt. Und diese Frage möchte ich auch euch heute einmal stellen. Was wisst ihr denn? Wisst ihr, was AI über euch und Unternehmen eigentlich weiß? Habt ihr vollen Einblick in genau diese Themen? Denn was AI eigentlich ist, wir nennen das den neuen Vermittler im Worldwide Agentic Web. Und was meinen wir damit? Es gab eigentlich in der Vergangenheit schon immer Vermittler, und diese Vermittler folgten in einer gewissen Ökonomie. Da gibt es Suchmaschinen, die im Prinzip Wissen vermitteln. Man fragt nach Keywords und er bekommt Ergebnisse aufbereitet. Es gibt Social Media, was quasi schon eine Vorabbewertung nimmt. Aber AI ist eigentlich etwas, was das auf einer völlig neuen Ebene macht. AI geht auf eure Webseiten, liest den Content, versteht den Content, nimmt Content auch von Third-Party-Quellen wie Reddit, wie YouTube und wirft das alles zusammen und bildet sich eine Meinung über eure Unternehmen. Und was heißt das? Diese LLMs entscheiden, ob ihr ein Premium-Anbieter seid, ob ihr eher günstig verkauft, ob ihr neu am Markt seid, bestanden, ob eure Kunden positiv sprechen oder ob sie negativ über euch sprechen. Und AI, ChatGPT und Co., die geben dieses Wissen an ihre Nutzer weiter. Und das Entscheidende dahinter ist, wir haben unser Leben lang unsere Webseiten, unsere digitalen Kanäle für Menschen optimiert. Aber jetzt kommt diese neue Audience auf die Webseiten und versucht, euren Content bestmöglich zu verstehen. Das heißt, plötzlich stehen alle Unternehmen vor dieser neuen Herausforderung, sowohl für Agenten als auch Menschen, die Webseite zu optimieren. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich würde sagen, 99% der Webseiten weltweit sind rein für menschliche Audiences gemacht. Ich meine, das ist ja auch logisch. Wer ist sonst früher primär auf eine Webseite gekommen, außer uns Menschen? Niemand. Ja, das heißt, wir sehen große Videos, wir sehen Visuals, wir sehen Animationen. Alles toll, um uns Menschen zu überzeugen, vielleicht zu einem Kaufabschluss zu kommen, vielleicht auch einfach ein Formular auszufüllen und so von unbekannten Benutzern zu bekannten Benutzern zu werden. Aber wenn man da stehen bleibt und nur für Menschen optimiert, wird man unsichtbar. Und das heißt, ihr könnt ein noch so tolles Produkt haben, ihr könnt das schönste Hotel haben. Wenn AI das nicht weiß, wird AI immer die Konkurrenz vorschlagen. Ja, das heißt, ihr werdet unsichtbar in dieser neuen Welt der Vermittler und ihr habt eigentlich keine Chance, was zu tun, wenn ihr nicht dafür optimiert. Und wenn wir uns das anschauen, wie gesagt, Webseiten für Menschen gemacht, was wir festgestellt haben, in 80% der Fällen, wo wir mit Unternehmen gesprochen haben in den letzten 2 Jahren, hatten diese Webseiten ein großes Problem in der Sichtbarkeit für die großen LLMs. Das heißt, Content war nicht erreichbar, weil vielleicht geblockt für Bots. Content war nicht wirklich lesbar, weil es Probleme gab und Sachen dynamisch nachgeladen wurden. All diese Themen. Und das ist ein großes Problem, was Unternehmen heutzutage haben, die nicht optimieren. Andersrum, was heißt es, wenn wir sagen, Menschen ignorieren wir? Der Vermittler ChatGPT ist unser Hauptinterface und wir glauben daran, dass in der Zukunft Menschen nur noch ChatGPT und Claude oder Perplexity nutzen. Was passiert denn dann? Dann wird man austauschbar. Das heißt, die Informationen, die angezeigt werden in den LLMs, sind völlig neutral. Wie könnt ihr euch als Marke, als Brand eigentlich differenzieren? Ihr verliert komplett die direkte Beziehung zu euren Kunden. Wenn keiner mehr auf euren Kanal kommt, habt ihr keine Möglichkeit, zusätzlichen Content auszuspielen, um diesen
Menschen, diese Person dann zu überzeugen? Wenn das nur in ChatGPT passiert, wie beeinflusst ihr ChatGPT so, dass in 100% der Fällen nur eure Brand bevorzugt wird und keine andere? Das sind eigentlich die zwei großen zentralen Probleme. Und da man das nicht losgelöst voneinander betrachten kann, brauchen Unternehmen heutzutage eine Strategie, die für beide Arten von Audiences optimiert. Und für diese Lösung haben wir vor circa einem Jahr ein Produkt vorgestellt. Das haben wir LLM Optimizer genannt. Und ich weiß noch, auf unserer Summit, die wir letztes Jahr in Wiesbaden hatten, war das ein sehr zentrales Thema, was wir da vorgestellt haben. Und die Idee war es, eine Lösung zu schaffen, die eure bestehenden Webseiten nimmt, sich die anschaut und versteht oder euch ein Verständnis gibt, wie gut der Content dieser Webseiten in den LLMs da draußen performt. Wie sichtbar seid ihr mit eurem eigenen Content? Und in den Fällen, wo ihr nicht sichtbar genug seid, das heißt, eure Seite ist vielleicht nicht lesbar, hat diese Lösung eine automatische Funktion, die auf Knopfdruck diese Seite sichtbar macht. Wir nennen das Optimize at Edge als eins der vielen Features, die diese Technologie hat. Und wie ihr seht an den Zahlen, haben wir mit den Unternehmen, die diese Technologie eingesetzt haben, sehr, sehr große Erfolge gehabt. Und nochmal, mit einem Klick wurden diese Optimierungen durchgeführt. Wir haben gesehen, Sichtbarkeit einer Seite, ungefähr 10% für LLMs, auf Knopfdruck circa 100%. Und das hat zum Beispiel bei Lovesec dazu geführt, dass die Citations um 140% gestiegen sind. Nur durch diese eine Verbesserung des bestehenden Contents. Die Sache ist die, seitdem ist ein Jahr vergangen und die Unternehmen da draußen haben wahnsinnig viel gelernt, wie man mit diesem neuen Themenfeld Generative Engine Optimization oder AI Optimization oder wie auch immer man das nennen will, wie man mit diesem Feld eigentlich umgehen muss. Und auch die Art der Gespräche, die ich in den letzten Jahren geführt habe mit Unternehmen, hat sich wahnsinnig verändert. Wo ich in den ersten Wochen und Monaten primär das ganze Thema erklären musste, habe ich in den letzten Monaten nur noch über Strategien gesprochen. Das heißt, das Thema war allen Unternehmen klar. Handlungsbedarf besteht und das weiß jeder. Jetzt ist nur noch die Frage, wie machen wir das? Gleichzeitig haben auch wir als Adobe natürlich wahnsinnig viel gelernt, gerade durch die ganzen Gespräche, die wir mit euch geführt haben, mit dem, wo ihr gerade steht. Und ein Trend ist dabei ganz deutlich geworden. LLM oder Geo-Optimierung fängt nicht erst auf der eigenen Domain an, sondern viel früher. Weil ich will auch verstehen die Dinge, die ich vielleicht nicht weiß. Heißt, wie steht denn eigentlich meine Brand gerade im Vergleich da zu anderen Unternehmen? Was sind Themen, die meine Konkurrenz besonders gut platziert, wo sie sehr stark ist, wo ich als Unternehmen aber gerade überhaupt nicht stattfinde? Wir nennen das diesen Discovery oder Discoverability-Phase. Das heißt, wir wollen erstmal grundsätzlich Trends verstehen. Wo ist gerade ein großes Search-Volumen drauf? Auf welchen Themen? Was kommt gerade neu rein, weil neue Trends da sind, weil vielleicht in der Welt neue Aktionen oder Ereignisse passieren? Dieses Verstehen, was das für mein Brand bedeutet, steht an Position 1. Danach kommt der Teil, das abzuleiten auf das eigene Unternehmen und wirklich gezielt über einen gewissen Zeitraum hinweg zu beobachten, wie sich die eigene Sichtbarkeit in den LLMs verbessert, um aus all diesen Erkenntnissen Aktionen abzuleiten. Was muss ich tun, um mich gezielt zu verbessern, dass meine Landingpage gefunden wird, wo sie es vorher vielleicht nicht wurde, wo ich neue Inhalte anlege, wo meine Konkurrenz vielleicht vorher stärker war. Und der vierte Teil, der daran anschließt, ich möchte verstehen, was das alles für einen Einfluss auf meine Business-KPIs hat. Das heißt, Verknüpfung mit Analytics-Daten, wirklich zu sehen, dass die einzelnen Conversion-Ziele, die ich auf meiner Webseite habe, beeinflusst werden durch meine Optimierung, die ich für LLMs gemacht habe. Und dieses Ende-zu-Ende Geodenken ist eigentlich das, was Unternehmen heutzutage suchen. Und was wir gemacht haben, ist jetzt eine neue Lösung zu veröffentlichen, die das alles beinhaltet. Wir haben dazu die Technologie von SEMrush genutzt, die jetzt neuerdings Teil von Adobe ist. Und SEMrush ist
ein seit 15 oder mehr Jahren am Markt bestehender Anbieter von SEO, GEO-Lösungen, die besonders stark in Datenaspekt sind. Das heißt, SEMrush hat über viele, viele Jahre eine wahnsinnig große Datenbank an Prompts, an Keywords, an Backlinks aufgebaut, um darüber sehr detailliert tracken zu können, wie einzelne Unternehmen in den verschiedenen Bereichen performen. Und wir nehmen jetzt diese Insights, diese Daten und führen die mit dem Optimierungsaspekt, den wir in LLM-Optimizer hatten, zusammen und nennen diese Technologie Adobe Brand Visibility und haben die als neue Lösung gelauncht. Und da es, glaube ich, viel spannender ist, als mich die ganze Zeit reden zu hören, wollen wir euch diese Lösung jetzt mal in Aktion zeigen. Und dafür begrüße ich Dominik Emmert auf der Bühne, Solution Consultant von Adobe. So, wunderbar, damit geht's los. Hi zusammen, ich bin Dominik, Solution Consultant hier bei Adobe und in den nächsten 5 bis 6 Minuten darf ich euch einen ersten Einblick geben in unsere neue Lösung Adobe Brand Visibility. Wie Christian gerade gesagt hat, mit Adobe Brand Visibility bringen wir zusammen, was zusammen gehört. Das ist auf der einen Seite der AI Market Intelligence Layer von SEMrush, auf der anderen Seite die Analyse- und Optimierungsfunktionalitäten aus Adobe Large Language Model Optimizer. Und mit dieser Kombination haben wir im Endeffekt eine End-to-End-Geo-Plattform am Start, mit der wir Markensichtbarkeit in LLMs verstehen können. Wir können sie verbessern und wir können sie optimieren. Alles klar. Gut, dann starten wir rein direkt in die Demo. Die Daten hier basieren auf adobe.com. Die Demo-Daten wurden aber leicht angepasst für diese Demo. Den ersten Bereich, den ich vorstellen möchte, ist der Bereich Market Overview. Der ist komplett neu und finden wir hier auf der linken Seite. Und dieser Bereich basiert komplett auf den Daten, die wir aus SEMrush erhalten. Das heißt konkret auf der Auswertung von rund 290 Millionen echten Prompts, die echte Nutzer in Large Language Modelle eingeben. Was wir hier sehen im Bereich Visibility Overview ist, wie präsent wir mit unserer Marke Adobe innerhalb von diesem riesigen Prompt-Set sind. Und das über alle Märkte hinweg und auch über alle Large Language Modelle hinweg. Eine spannende Kennzahl, die wir hier sehen, ist die Monthly Audience. Diese gibt an, wie viele Menschen wir monatlich, schätzungsweise weltweit, in den Antworten von Large Language Modellen mit unserer Brand Adobe erreichen. Aktuell für diesen Monat eine stolze Zahl von 3,7 Milliarden Usern. Und wir sehen eben hier auch, wie sich diese Kennzahl über die Monate hinweg entwickelt. Weitere spannende Insights hier weiter unten finden wir hier, genau. Und zwar sehen wir hier, mit welchen Topics und welchen Prompts unsere Marke Adobe in Verbindung gebracht wird. Und wir sehen zusätzlich auch hinter diesen einzelnen Themenblöcken das entscheidende Suchvolumen hinter diesen Themen und auch, wie hart diese Themen umkämpft sind. Wenn wir tiefer in das ganze Thema Topics und Prompts einsteigen wollen, können wir das machen. Und zwar hier drüben im Bereich Topic Research. Was wir hier machen können, ist im Endeffekt eine Themensuche, um die reale Nachfrage innerhalb von AI-Systemen für bestimmte Themen abzugreifen. Ich möchte das machen, ich möchte das Potenzial von dem Thema AI Image Generator recherchieren und bekomme direkt hier auf einen Klick die entscheidenden KPIs. Und wenn ich nach unten gehe, dann sehe ich auch hier wieder genau, welche Themen und welche einzelnen Prompts mit dem Thema, was ich suche, verwandt sind. Und was ich jetzt machen kann, ich kann von hier gesamte Themenblöcke oder einzelne Prompts mit nur einem Klick in mein permanentes Prompt-Set überführen und diese dann langfristig tracken. Und den letzten Bereich, den ich hier vorstellen möchte, ist der Bereich Market Comparison. Hier können wir uns vergleichen in Bezug auf die AI Visibility Performance mit unseren direkten Wettbewerbern. Und gerade mit Blick auf die langfristigen historischen Daten können wir besser entscheiden, welche Wettbewerber wir definitiv im Blick behalten müssen. Das war der ganze Bereich Market Overview. Und jetzt möchte ich darauf eingehen, welche Neuerungen wir im Bereich Prompt Management haben. Alles, was wir bisher gesehen haben, basiert auf den SEMrush-Daten. Trotzdem ist es weiterhin absolut essentiell, dass wir in unserem Tool einen individuellen Prompt-Set tracken, der auf unser Unternehmen und vor allem auf unsere Geschäftsziele abgestimmt ist. Und hier gibt es eine entscheidende Herausforderung, die Frage, tracke ich wirklich die richtigen Prompts? Und genau dafür haben wir den neuen Bereich eingefügt, der nennt sich Prompt Strategy Health. Und was hier passiert, dass Adobe Brand Visibility permanent unser Prompt-Set analysiert und vor allem auf die Zusammensetzung schaut und dann entsprechende Handlungsempfehlungen gibt. Zum Beispiel, wenn sich die Zusammensetzung aus branded oder non-branded Prompts verschiebt oder auch mit Blick auf den User-Intent, den wir in unseren Prompts abfragen. Wenn sich dieser verschiebt oder bestimmte Nutzerabsichten nicht mehr erfasst werden, bekommen wir hier eine Warnmeldung ausgegeben. Was auch automatisch passiert, ist, dass Adobe Brand Visibility den Prompt-Set auf strategische Lücken analysiert und uns dann Empfehlungen gibt. Das finden wir hier im Bereich Prompt Suggestions.
Anstatt dass ich als Marketeer durch tausende Themen und Prompts durchgehe, bekomme ich hier automatisch eine priorisierte Liste an Themen, die für mich businessrelevant sind, die ich aktuell noch nicht in meinem Prompt-Set abdecke und dementsprechend auch nicht optimiere. Und optimieren ist mein Stichwort. Wir wollen natürlich nicht nur Brand Visibility verstehen und messen, wir wollen vor allem auch verbessern. Und das machen wir hier im Bereich Opportunities auf Basis der Prompt-Analyse, auf Basis von Agentic Traffic und Referral Traffic erstellt uns Adobe Brand Visibility hier wieder eine priorisierte Liste an konkreten Lösungsvorschlägen, wie wir unsere AI-Visibility verbessern können. Und wir unterscheiden hier in zwei Bereiche. Der erste Bereich ist das ganze Thema On-Site-Optimierung. Hier geht es darum, unseren First-Party-Content zu optimieren und zu verbessern. Der zweite Bereich, und für den bieten wir eben auch datengestützte Handlungsempfehlungen, ist das ganze Thema Offsite-Optimierung. Also wie schaffen wir es, in Third-Party-Content mit unserer Marke Adobe besser dazustehen. Neben diesen automatisch generierten Optimierungsvorschlägen gibt es auch den gesamten Bereich Opportunity Workspace. Und hier können Teams übergreifend an eigenen Content-Optimierungsstrategien arbeiten. Heißt konkret, sich Maßnahmen überlegen, Aufgaben zuweisen, Status tracken und am Ende auch wirklich den Erfolg tracken. Und wenn wir jetzt hier mal reinspringen in eine Strategie, die umgesetzt wurde, dann können wir hier sehen, welche Optimierungsmaßnahmen umgesetzt wurden. Und sobald diese Optimierungsmaßnahmen aktiv sind, trackt Adobe Analytics, Adobe Brand Visibility automatisch ab der Umsetzung dieser Maßnahmen den Effekt auf unseren Visibility Score. Und so können wir eben einen direkten Einblick in die Performance erhalten. Und um das Ganze abzurunden und nicht nur auf die Brand Visibility zu schauen, wollen wir das Ganze noch mit Business Impact verknüpfen. Und das ist auch problemlos möglich. Dazu springen wir in den Bereich Referral Traffic und gehen hier in den Bereich Brand Visibility. Business Impact. Hier haben wir die Integration zu Adobe Analytics. Und hier können wir jetzt genau tracken, welchen Business Impact Nutzer, die aus Large Language Modellen auf unsere Webseite kommen, generieren. Das heißt, hier sehen wir die klassischen KPIs, Page Views, Conversion Rates, Order oder auch der allgemeine Revenue. Und das sind genau die KPIs, die wir am Ende brauchen, um den Return on Invest unserer Geo-Maßnahmen zu belegen. Und hier an dieser Stelle schließt sich tatsächlich der Kreis. Das war Adobe Brand Visibility im Überblick als End-to-End-Geo-Plattform, Markensichtbarkeit in Large Language Modellen erstmal verstehen, dann verbessern und im letzten Moment dann auch messen in Bezug auf Business Impact. Wenn ihr noch Fragen habt, kommt gerne zu unserem Stand später draußen. Da können wir noch mehr zeigen. Und damit übergebe ich zurück an Christian. Danke. Einfach noch. Vielen Dank, Dominik, für diese fantastische Präsentation. Und was wir jetzt schon gesehen haben, ist der Wandel von LLM Optimizer hin zu Brand Visibility hat so viel Funktionalität in dieser Software verändert. Und das, was wir an neuen Feature innerhalb des letzten Jahres gesehen haben, ist immens. Und das ist auch so ein bisschen die Erwartungshaltung, die wir Menschen mittlerweile an diese Technologie haben. Das heißt, es geht immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und wir erwarten, dass Lieferungen am selben Tag nach Hause kommen. Wir können mit KI eine Frage stellen und die durchsucht sofort hunderte von Webseiten, liefert uns die Antworten, statt wo wir potenziell ein paar Stunden gesucht hätten. Das andere ist, wir können Agenten heutzutage damit beauftragen, Nachforschung für uns zu machen, was teilweise früher ein ganzes Team von Menschen vielleicht in einer Woche geschafft hätte. Und all das sind Wandel und das sind Entscheidungen, die hier auf Unternehmen zukommen, die wirklich tiefgreifend sind und auch ein Umdenken auf Unternehmensseite benötigen. Und um das vorzustellen, bitte ich jetzt Markus Hein auf die Bühne von der Firma Henkel, die das aus Kundensicht einmal darstellen wird. Markus, bitte. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, mein Name ist Markus Heinen, Head of DX Digital Marketing bei Henkel. Und das DX ist unsere IT-Abteilung. Und das zeigt, dass ich heute ein bisschen das Thema aus der IT-Sicht zeigen möchte. Keine Angst, es gibt keine Architekturslides. Pioneers at Heart for the Good of Generations. Das ist Henkels Purpose seit einiger Zeit. Und Pionierarbeit machen wir nicht nur bei unseren Produkten, sondern gerade in der heutigen Zeit, wo es unfassbar schnelllebig ist und stündlich quasi neue Innovationen kommen, müssen wir die Pionierarbeit auch in der IT machen. Henkel, ich hoffe, Henkel ist hier jedem ein Begriff. Und wenn nicht direkt Henkel, vielleicht eine unserer Marken. Wir haben Adhesive Technology, also alles, was Klebstoffe angeht, mit den Marken wie Loctite, Technomelt oder dem Prittstift. Und unsere Consumer Brands mit den Marken Schwarzkopf oder Persil. Das sind nur eine von mehreren Brands, die wir haben.
und weswegen dieses ganze Thema Sichtbarkeit auf Webseiten ein extrem spannendes Thema schon seit längerer Zeit ist. Kommen wir nochmal zum Thema, worüber wir sprechen. Was haben wir in der letzten Zeit immer gemacht, die letzten Jahre? Wir haben uns um SEO gekümmert. Keyword-Analysen, technisches SEO, unsere kompletten Content-Prozesse wurden daraufhin optimiert, SEO-mäßig den Content auszuspielen, auf den Webseiten bereit zu machen, um ganz oben auf Google oder auf dem ersten Platz bei Google zu ranken. Heutzutage beschäftigen wir uns alle mit dem Thema Geo und wir haben es eben von Christian gehört, heute Vormittag in der Keynote. Der Traffic grundsätzlich von den Usern wird immer weniger, von den Agenten immer mehr und die Antworten bekommen sie auch direkt von den Agenten. Also müssen wir trotzdem aber unseren Content auf unsere Webseite bringen, so dass die Agenten es verstehen. Der Schritt geht aber noch weiter und weg von reiner Informationsbeschaffung über den Agenten, sondern hin zu den weiteren Schritten. Man kann demnächst, teilweise heute, teilweise in der Zukunft, auch bereits schon direkt Produkte in den LLMs kaufen. Und das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich. Einmal natürlich, die Informationen müssen bereitstehen, die Verfügbarkeiten, Preise müssen alles sauber in den Services bereitstehen, sodass die LLMs das mitnehmen können. Und genau das bringt uns bei Henkel zu den Themen, weswegen das extrem spannend für uns ist und wir uns seit längerer Zeit damit beschäftigen und auch genau die nächsten Schritte überlegen. Das, was gerade im Hintergrund ein bisschen flackert, sind nur ein paar Auswahl unserer Brand-Webseiten, die wir momentan mit dem Adobe Experience Manager hosten. Und all diese Brands haben einzelne Marken, einzelne Kunden in einzelnen Ländern und mit ganz eigenen Kunden. Das heißt, jeder hat andere Bedürfnisse und möchte ganz anderen Content haben. Dieser ganze Kontext multipliziert den Content-Bedarf extrem schnell, sodass dies mit der Explosion von Content, ich glaube, heute Morgen haben wir es auch gehört, der Content wird sich in der nächsten Zeit multiplizieren, der Content-Bedarf daran. Und genau das haben wir uns angeguckt. Und was haben wir uns angeguckt? Und ein Slide noch davor. Und wir haben extrem viel Content bereits jetzt schon. Wir haben um die 56 Millionen Produktrecords in unserer Suche. Ja, und um die 250.000 Website-Content-Records über all diese Webseiten entlang. 6,5 Millionen Content-Requests nur auf der Suche und in der Content-Delivery, ohne die normalen die statischen Webseiten-Ausspielungen. Und genau das haben wir an uns genommen und sagen, okay, wir haben extrem viele Source-Systeme. Alle Source-Systeme in irgendeiner Form waren unterschiedlich. Webseiten im IAM, Produkte in unserem PIM-System, Learning in einem eigenen Learning Manager, Commerce-Informationen, Verfügbarkeiten, Preise, all dies in unterschiedlichen Systemen, unterschiedlich schnell waren, unterschiedliche APIs haben, teilweise selbst gemacht, teilweise intern gehostet, teilweise extern gehostet und all diese haben halt dafür gesorgt, dass teilweise die Erfahrung auf den Webseiten auch lange gedauert hat. Und wenn ich schon als User keine Lust habe, 4, 5 Sekunden auf eine Antwort zu warten, die Agenten haben noch viel weniger Zeit, um auf die Antwort zu warten und gehen dann einfach weiter. Und somit wird man wieder sehr schnell unrelevant. Mit dem CX-Plattform Content Hub haben wir eine Plattform gebaut, wo wir all diesen Content zusammenfassen und hier vorbereiten, sodass dieser Cross-Channel wiederverwendbar werden kann. Das Wissen, was wir auf unseren Webseiten, auf unseren Produkten haben, können wir auch dem Agenten geben. Vektorisiert, weil das mag der Agent gerne, der User mag vektorisiert nicht so gerne, aber dafür haben wir dann die andere Möglichkeit, den Content direkt auszuspielen. Das ist ein Schritt, um den dann nachher auf unseren Channels auszuspielen. Das Thema Webseiten, Apps, Mail oder auch unser eigenes AI-System, um genau diesen Content, das Wissen, was wir haben, darzustellen. Als zweiten Punkt, und das ist das, wo wir uns gerade mit beschäftigen und auch zusammen mit Adobe reingucken, ist das Thema selbstoptimierter Content. Also hingehend von, wir haben unseren ganz normalen Content-Creation-Prozess, der teilweise optimiert, teilweise genauso weiterläuft. Der Content kommt auf unsere Webseite und E-Shops. Und danach mit all den Bemühungen, die wir bei SEO und Geo machen, optimieren wir natürlich den Content, werden ausgespielt. Brand Visibility zeigt uns dann, wie kommt der Content bei den LLMs an? Was wird genutzt, was wird angezeigt, wann wird es zitiert? Site Optimizer zeigt uns, wie kommt der Content überhaupt bei unseren Kunden an? Und hier genau wird es dann spannend, weil beide Tools geben uns dann auch noch Optimierungspotenziale mit. Was können wir noch verbessern? Und dies können wir dann über ein Agentic Content Creation verbessern, optimieren und direkt wieder ausspielen. Und so können wir im Endless Loop quasi unseren optimalen Content dauerhaft ausspielen.
Das bringt mich zu meinen Key Takeaways. Wir bereiten gerade unsere Marken davor, Touchpoint-agnostisch zu sein. Sie können den Content überall verwenden, wo Sie es möchten. Wir möchten den Content auch reusen können. Nicht nur auf Mails die gleichen Teaser-Anzeigen wie auf der Webseite, sondern auch all dieses Wissen zu den Agenten zu bringen. Und wir müssen dafür sorgen, eine konsistente Brand Visibility zu schaffen für unsere Kunden, aber auch für die Agenten. Dahinter hängen wieder unsere Kunden. Vielen Dank. Ja, Markus, vielen lieben Dank für diese fantastische Präsentation. Nehmen wir uns doch mal die Zeit, ein wenig darüber zu reden. Sehr gerne. Du weißt, du warst heute Teil der Keynote und hast dir die angeschaut. Wir haben uns auch letzte Woche getroffen, als wir in London waren. Du warst bei unserem Customer Advisory Board Meeting und hast da die ganzen Innovationen aus erster Hand erfahren, hattest auch die Möglichkeit, mit unseren Produktteams zu sprechen, direkt vor Ort, und hast dann noch ein bisschen mehr gesehen, was gerade hinter den Kulissen passiert. Und die erste Frage bringt mich eigentlich genau zu dem Thema: Was ist so dein Gedanke aus wirklich Henkel-Sicht, was das für euren zukünftigen Arbeitsalltag bedeuten sollte? Rein aus der Henkel-Sicht, also mein privater Gedanke als erstes: Wow, wie schnell sich gerade doch die Innovationen stapeln. Gefühlt stündlich kommen neue Innovationen raus. Man muss sich erst genau überlegen, okay, wie kann man was verwenden? Und genau das ist auch dann die Henkel-Sicht, zu sagen, okay, welche Innovationen können wir gerade nutzen und was hat das Ganze für einen Impact da drauf? Und deswegen bin ich ziemlich froh, dass wir uns schon vor längerer Zeit dafür entschieden haben, unser Content Repository aufzubauen, damit wir halt genau agnostisch unseren Content Delivery zumindest liefern können. Das ganze Thema, was natürlich noch hinzukommt, ist das Thema Vertrauen der Nutzer. Wie kriegen wir das Vertrauen der Nutzer rein, dass die auch mit den Agenten arbeiten wollen, auch intern in der Produktion, in der Ausspielung, in der Optimierung der ganzen Journey. Ja, das ist, glaube ich, ein super spannendes Thema, weil ihr habt natürlich die unterschiedlichsten Brands, die da alle zusammenspielen. Jedes Brand hat einzelne Abteilungen, wo andere Leute arbeiten, die jeder eine eigene Rolle haben. Glaubst du denn, ihr stößt da so ein bisschen auf Widerstand, was die Einführung von KI-Tools angeht, oder sind eigentlich alle offen für diese neuen Innovationen? Ich würde grundsätzlich sagen, es sind alle offen für die neuen Innovationen, aber mit sehr großer Vorsicht. Weil es ist genau der Punkt, okay, was wird dann nachher vom Agenten direkt mitgemacht? Wo bleibe ich? Wann kann ich noch auf Approve drücken? Wann kann ich meinen eigenen Input geben, um wirklich zu sagen, ich bestimme noch mit? Und ich glaube grundsätzlich, dass wenn man es Stück für Stück einführt und wirklich sagt, okay, wir gucken uns genau die Use Cases an, wem können wir in welchen Schritt mit einbinden, und auch wirklich dann keine Big Bang-Einführung, jetzt haben wir alles auf Agenten umgestellt, sondern wirklich die Leute individuell abholen, wie jede, ich würde sagen, IT-Einführung in den letzten Jahrzehnten war, Stück für Stück, und ein sauberes Training machen. Weil ich glaube, Prompting ist nochmal eine eigene Wissenschaft, und das muss man halt nach wie vor können, wenn man halt genau mit diesen Agenten arbeitet. Ja, ich glaube, genau, Menschen sind immer das Entscheidende, wenn du so ein Change Management durchführst. 100%. Und ich habe ja auch privat vor 2, 3 Jahren, als das ganze Thema aufkam, selber damit rumgespielt und war extrem schnell genervt. Halluzinationen, nicht die richtigen Ergebnisse, man kam nicht schnell zum Ergebnis. Und danach lässt man das wieder für eine längere Zeit sein. Und genau das wollen wir vermeiden. Wir wollen uns die Sachen angucken, wo können wir es wirklich sinnvoll nutzen, dann einführen, damit dann halt jeder ein gutes Erlebnis direkt von Anfang an bekommt. Jetzt blicken wir einfach mal so 2, 3 Jahre in die Zukunft. Wenn wir sagen, Markus in 2 Jahren, wenn er zurückblickt auf dieses ganze Projekt, auf die vergangenen 2 Jahre dann in der Zeit, wo würdest du sagen, was habt ihr erreicht, und wie würdest du zurückblicken, um zu sagen, ja, jetzt haben wir wirklich den Sprung geschafft in dieses neue agentische Web? Ich glaube, wirklich Erfolg würde ich definieren, wenn wir nicht mehr auf einzelne Channels gesetzt sind, sondern wirklich es geschafft haben, unseren Content, die Daten, aber auch unsere Services und Prozesse darauf hinzustellen, dass wir touchpoint-agnostisch agieren können, weil dann sind wir nicht nur bereit oder dann reagieren wir nicht nur auf das agentische Web, sondern wir sind bereit für alles, was kommt, unter anderem das agentische Web. Fantastisch. Vielen lieben Dank, Markus. Ich danke dir. Dankeschön. Danke. Ja, ich finde das wahnsinnig. Ach, guck mal. Ich finde das wahnsinnig spannend, immer mal wieder diese Stimmen auch aus den Unternehmen zu hören und gerade diese Einführung der ganzen Technologien, was das eigentlich bedeutet. Und wenn wir darüber noch mal kurz reden und mal zurückblicken, das sind so ungefähr die Innovationen, die wir im letzten Jahr gelauncht haben. Und das ist alles für sich alleine genommen
wahnsinnig viel und eine hohe Komplexität, das alles einzuführen. Und die Frage ist natürlich, wann mache ich was, wie gehört das alles zusammen und wie passt das vor allem zusammen? Und die Sache ist, wir haben uns dahinter ein Betriebsmodell überlegt, dem alles zugrunde liegt. Und das nennen wir Experience Flywheel. Und die Idee ist es eigentlich, so einen kontinuierlichen Kreislauf zu beschreiben. Ähnlich zu dem, was Markus auch gerade in seinen Folien hatte, wo es darum geht, permanent zu verstehen, was passiert, neu zu generieren, seine Audiences zu erreichen und dann zu lernen und wieder von vorne anzufangen. Und das wirklich kontinuierlich in einem durch, weil der Wandel einfach so wahnsinnig schnell ist. Und wie sieht das Ganze aus? Starten wir natürlich mal mit dem Sense-Bereich. Was meinen wir damit? Da meinen wir genau diese Lösung, die wir gerade vorgestellt haben. Brand Visibility. Verstehen, wie denken gerade LLMs über uns? Wie denken die Menschen auf unseren Kanälen über uns? Wie denkt Social Media gerade über uns als Unternehmen? Und wie bereiten wir das in einer Form auf, dass die Content-Marketeers, die Redakteure in den Systemen das auch verarbeiten können, um daraus neuere Informationen zu generieren? Und das ist genau das Thema. Denn es ist eigentlich sehr einfach, all diese Signale, die von überall reinkommen, auf die Leute runterprasseln zu lassen. Wenn man nur Social Media folgt, wie viele Nachrichten in jeder Sekunde abgeschickt werden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir all diese Nachrichten permanent den Redakteuren vor die Füße werfen, haben wir, glaube ich, ein Problem. Das heißt, die Herausforderung für uns auch als Technologieanbieter ist es gar nicht so sehr, den Unternehmen und auch ihren Mitarbeitern diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Herausforderung ist es, die richtigen Informationen für die richtigen Rolle im richtigen Moment, und zwar so, dass wir daraus Aktionen ableiten können. Und das wollen wir machen in unserer Oberfläche für den Experience Manager. Wir haben eine neue Oberfläche, die wir launchen, nennt sich Experience Workspace. Und da kommen all diese Signale zusammen und man erkennt, oh, wir haben ein neues Ereignis, das beeinflusst vielleicht eure Marke, wie sie wahrgenommen wird. Hier ist ein Vorschlag, wie du neuen Content kreieren könntest. Mit der direkten Einbindung in unsere Agenten, die dann diesen Content als Draft erzeugen oder in einer Form, die euch vielleicht so gut gefällt, dass ihr sie sofort publiziert. Wir haben auch Agenten, die euch sehr schnell auf diese Technologie bringen. Ihr habt es vielleicht schon gehört, Experience Production Agent ist eine Lösung und auch der Modernization Agent, mit dem wir sehr einfach bestehende Webseiten auf unsere Technologie erführen können, ohne großen manuellen Aufwand in der direkten Umsetzung. Und all das sind Lösungen, um euch diesen Zugang zu dieser neuen Welt für das agentische Web einfacher, schneller und sinnvoller gestalten zu lassen. Und der dritte Aspekt hier ist natürlich Reach. Wir haben am Anfang drüber gesprochen, eigene Unternehmenswebseiten, Commodity. Ich habe mein CMS, damit bespiele ich meine eigenen Webseite, meine eigenen Kanäle. Wir können das personalisieren. Bis zu einer 1:1 Personalisierung haben wir all die Mittel, das zu tun. Aber gerade auch durch die Einführung von LLMs und dem, was ChatGPT vor allem gerade treibt mit LLM-Apps, das heißt direkte Integration von Content aus unserem CMS in einer Form, dass wir in ChatGPT Fragen stellen können und eine Produktauswahl bekommen und darauf direkt interagieren können, sind neue Wege, neue Audiences, die wir bespielen wollen. Und auch das machen wir aus dem gleichen Stack an Technologie. Und dann der letzte Aspekt, Learn. Hier geht es darum zu verstehen, was hat funktioniert. Und ja, wir haben natürlich seit vielen Jahren Analytics-Daten und können also KPIs messen, was besonders gut funktioniert auf einer Webseite, was haben wir denn gemacht, was zu einer hohen Conversion führt. Das sind einerseits Signale. Was wir aber auch lernen wollen, ist, wie verhalten sich eigentlich die Benutzer in unseren Applikationen. Und wer ChatGPT und Claude nutzt, der weiß, dass diese LLMs in der täglichen Benutzung so eine Art Gedächtnis erstellen. Das heißt, wir haben Memory, das heißt, Claude weiß beim nächsten Mal, was ich beim letzten Mal schon eingegeben habe und reagiert darauf und packt das quasi in den eigenen Kontext. Und genau so denken wir eigentlich über Content-Produktion in AEM. Das heißt, wenn wir gesehen haben, dass der Prozess war, ich erstelle eine neue Landingpage, ich habe einen Agenten, der prüft, ob das meinen Brand Governance-Richtlinien folgt und ich habe das manuell gemacht, werde ich das beim nächsten Mal automatisch machen können, weil wir gelernt haben, dass das der Standardprozess ist. Ja, wie habe ich meine Übersetzung gemacht? Dinge, die wir lernen können.
Was sind Signale, auf die wir besonders häufig reagieren? Können wir lernen und daher die Ausspielung dieser Signale verbessern und kontinuierlich optimieren. Und das alles zusammengefasst, hier nochmal aufbereitet in unserem Experience Flywheel. Und das ist wirklich etwas, wo wir sehen, kontinuierlicher Durchlauf, permanent wird an allen 4 Ecken des Kreises, den runden Ecken des Kreises, gearbeitet und optimiert. Und auch hier, damit ich das nicht nur erzähle, sondern das für euch anfassbar und glaubhaft wird, begrüße ich jetzt auf der Bühne Steven Lauenroth, Solutions Consultant von Adobe, der euch das mal am Beispiel von Dick's Sporting Goods zeigt. Steven. Hi zusammen. Bevor wir mit der Demo starten, möchte ich einmal ganz kurz erwähnen, die Marke, mit der wir gerade interagieren oder gleich interagieren werden, ist Dick's Sporting Goods und man erkennt das in Deutschland eher an dem Namen Foot Locker. Dick's Sporting Goods ist eine amerikanische Sportmarke und in Deutschland eher im Retail-Bereich bekannt. Ihr seht aber im Idealfall meinen Screen. Bevor wir starten, möchte ich einmal Dick's Sporting Goods danken, dass wir ihre Marke für diese Demo benutzen dürfen. Und wie ihr es heute schon ein paar Mal gehört habt, sind die Daten hier natürlich fiktiv, die ganzen Herausforderungen und Use Cases, über die wir sprechen, aber auf jeden Fall real. Ich bin aktuell in ChatGPT. Das bedeutet, wir sind in einer neuen Ära des Internets. Wir gehen nicht mehr zwingend in Google, wir gehen in ChatGPT, wir gehen in Gemini, wir gehen in Claude, um zu suchen, was wir möchten. Ich in dem Fall, ich bin ein Läufer oder ich möchte gerne ein Läufer werden. Das bedeutet, ich suche erstmal nach Laufschuhen. Ich habe hier schon mal einen Prompt vorbereitet und wenn ich den abschicke, dann gibt mir in diesem Fall ChatGPT 3 oder 4 Antwortmöglichkeiten. Wir können jetzt hier an den URLs sehen, dass die ersten beiden URLs direkt Dick's Sporting Goods sind. Das bedeutet, mir werden unter den Top 3 Laufschuhen 2 von Dick's gezeigt und die Links routen mich direkt auf die Website. Das ist genau das, wo wir als Marke heutzutage hin möchten, weil wir genau da gefunden werden möchten, wo entsprechend der jeweilige Kunde ist. Von hier aus leite ich mich direkt auf die Dick's Sporting Goods Website weiter, wo wir jetzt hier den Adobe Brand Concierge sehen. Die Website weiß, dass ich von einem LLM komme und entsprechend gewillt bin, auch mit KI-Agenten zu interagieren. Aus genau diesem Grund wird mir der Brand Concierge hier angezeigt und ich gebe ein, wir sind hier in München. Ich weiß, viele von euch kommen nicht aus München, dennoch wir haben die Berge im Hintergrund. Das bedeutet, ich möchte nicht auf flachem Terrain laufen, sondern ich gehe gerne Trailrunning machen. Von daher spezifiziere ich auf der Dick's Sporting Goods Seite meinen Prompt nochmal etwas mehr und bekomme hier auch direkt im Hintergrund mit Adobe Commerce entsprechend Produkte aus dem Dick's Sortiment angezeigt. Der mittlere Schuh ist eigentlich genau das, was ich suche, aber weil nur noch 5 Stück verfügbar sind, sollte ich mich beeilen und kann direkt Adobe Brand Concierge sagen, dass das entsprechende Produkt in meiner entsprechenden Größe in den Warenkorb gelegt werden soll. Das macht entsprechend der Brand Concierge hier direkt auch. Ich kann das Ganze direkt zur Karte hinzufügen und dann in den Checkout gehen. Und weil Dick's gemerkt hat, dass ich aktuell am Laufen interessiert bin, schlägt es mir nicht nur entsprechend Produkte vor, sondern gibt mir auch weitere Angebote, wie beispielsweise hier die Anmeldung zu einem Runners Club, in dem ich mich noch mehr motivieren kann, auch an meiner Laufjourney dran zu bleiben. Gehe ich zurück auf die Dick's Website, seht ihr, dass die Experience, gehostet in unserem Adobe Experience Manager, nun komplett anders aussieht. Der Concierge hat die ganzen Informationen weitergegeben und hier entsprechend nun eine personalisierte Auswahl an additiven Accessoires mitgegeben, um entsprechend zu lernen, was möchte der Kunde sehen, wo war er bereits und wo möchte er hin. Und im Hintergrund klatscht es gerade. Wir wechseln jetzt einmal. Für die nächsten paar Minuten bin ich jetzt Teil des Dick's Sporting Goods Marketing Teams. Wir sind hier im Adobe Experience Manager und das ist unser Experience Hub, mit dem wir auf Basis der Adobe Brand Amplifier Daten entsprechende Empfehlungen bekommen. Wie es gerade der Fall ist, habe ich ein neues Briefing von der Marketingabteilung bekommen. Ich habe hier bereits einen Prompt vorbereitet. Wir möchten Läufer, die nicht mehr so engaged sind mit unserer Marke, re-engagen und wieder neu gewinnen. Das bedeutet, ich habe hier nicht nur einen Prompt, sondern ich habe gegebenenfalls auch ein Campaign Briefing. Ich füge den Anhang hinzu und lasse entsprechend den Prompt laufen. Im Hintergrund passiert jetzt ganz, ganz viel. Und wenn ich hier draufklicke, auf Basis aller Brand Visibility Daten, über das wir heute viel gehört haben, wird mir nun ein
Aktivierungsplan vorgeschlagen. Dieser Aktivierungsplan hat bei uns in dem Fall 5 verschiedene Punkte. Ich finde den jetzt aktuell gut und ich lasse den Plan mal laufen und schon starten die ganzen Agenten. Wir haben nicht einen einzigen Agenten, sondern wir haben ganz viele individualisierte Agenten mit spezifischen Aufgaben, die jetzt im Hintergrund loslaufen. Ihr seht hier beispielsweise, ich habe von unserem Audience Segmentation Agent 3 Segmente bekommen, für die ich personalisiert beispielsweise eine Website aufbauen kann. Und unser Content Discovery Agent hat mir bereits Landingpage-Templates, die in meinem AEM gespeichert sind, vorgeschlagen, um eine entsprechende Landingpage aufzubauen. Ich finde das Template gut und mache damit jetzt einfach mal weiter. Und unser Content Discovery Agent läuft weiter und sucht mir aus unserem Adobe Experience Manager Assets entsprechend Medien raus, die dann auch für diese Landingpage funktionieren. Ich kann mir den Draft jetzt hier einmal angucken und sehe rechts auf jeden Fall die erstellte Website und links unseren Content Governance Agent. Der zum Beispiel kennt alle unsere Brand Guidelines und testet die Seite direkt auf beispielsweise Tone of Voice, wie wir das Logo einsetzen oder auch wie die Bildsprache für die entsprechende Zielgruppe ist. Ich kann den Kontext hier einmal öffnen und ihr seht, ich kann wirklich ganz viele verschiedene Parameter eintragen, auf die der ganze generierte Content dann immer wieder geprüft wird. Und das Ganze nicht nur für Text, sondern entsprechend auch für Bilder. Jetzt finde ich allerdings die Headline, das ist nicht so ganz das, was ich mir vorgestellt habe. Das heißt, ich kann die jetzt einfach auswählen und entweder einen spezifizierten Prompt machen oder ich sage Rewrite und entsprechend gibt mir die KI nahezu in Echtzeit einen neuen Vorschlag, der mir in dem Fall für den Zweck, den ich habe, deutlich besser gefällt. In meinem Pre-Flight-Checker seht ihr nun in der rechten Seite, dass nicht nur meine Brand Guidelines vertestet werden, sondern beispielsweise auch meine Web-Performance basierend auf den Core Web Vitals, meine LLM-Visibility oder entsprechende SEO-Regularien alle direkt mit vertestet werden. In diesem Fall finde ich die Website zum einen visuell gut und zum anderen mit dem 91%igen Score denke ich mir, das ist cool, ich gebe das mal zur Freigabe weiter und mache entsprechend weiter mit meinem Aktivierungsplan. Wir kommen hier nun wieder zurück zu unserem Aktivierungsplan auf der rechten Seite. Basierend auf Brand Visibility und den SEMrush-Daten werden mir nicht nur Owned-Kanäle, sondern auch Offsite-Opportunities vorgeschlagen, weil, wie ich anfangs schon erwähnt habe, wir genau da den Kunden abholen möchten, wo er im Moment ist. Und ich bekomme hier zum einen vorgeschlagen, einen Blogpost zu machen, um noch mehr Informationen liefern zu können, die entsprechend dann von einem LLM abgegriffen werden können. Zeitgleich aber seht ihr beispielsweise auch, dass sich ein Teil meiner Audience in Reddit befindet und empfiehlt mir, aktiv in Reddit-Threads mitzuwirken, um entsprechend dort auch die Marke Visibilität zu schaffen. Den Blogpost finde ich ebenfalls super und gebe den auch zur Freigabe direkt an meine Kolleginnen und Kollegen weiter und mache entsprechend weiter mit dem Plan. So. Wir haben die jetzt gepublished und machen einmal weiter. Wie ihr das auf der Mainstage vorher schon gesehen habt, sind wir jetzt bei Punkt 5 angekommen, entsprechend die LLM-Apps. Ich kann also nicht nur eine Website oder entsprechend auf Offsite-Opportunities mit den ganzen Adobe-Agenten interagieren, sondern ich kann auch LLM-Apps erstellen und erstellen lassen, die mir dann helfen, in beispielsweise JetGPT, wie ich es am Anfang benutzt habe, sichtbar zu werden. Wenn ich hier draufklicke, seht ihr, dass diese Experiences, die hier vorgeschlagen werden, sehr ähnlich zu denen aussehen, die ich bereits im Adobe Brand Concierge auf der eigenen Dix-Website vorhanden hatte, nur dass die dann nicht mehr in meinem Own-Channel sind, sondern dass die dann entsprechend in einem LLM verfügbar gemacht werden, um auch meine semantischen Daten, die ich als Kunde habe, innerhalb des LLMs zu nutzen. Das bedeutet, ich als Steven, ich bin bekannt, Dix Sporting Goods weiß, was habe ich bereits gekauft, was sind Recommendations und kann das über die App entsprechend weitergeben. Ich bin jetzt mal rebellisch heute und gebe das nicht ins Approval, sondern deploye direkt. Das mag die IT-Abteilung immer nicht so gerne, aber für die heutige Demo denke ich, ist das in Ordnung. Und habe nun zusammenfassend eine Landingpage erstellt, einen Blogartikel gemacht, auf Social Media engaged mit den KundInnen und auch LLM-Apps entworfen, um entsprechend dieses Ziel zu erreichen. Ihr seht nun hier wieder JetGPT, ihr seht auch hier meine entsprechende LLM-App, die wir erstellt haben. Ich gebe exakt den gleichen Prompt ein und bekomme hier nun, basierend auf meinem Kundenprofil, deutlich personalisiertere Empfehlungen wieder. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich,
Wie kann ich das Ganze messen? Wie kann ich das verfügbar machen? Wie kann ich das tracken? Und hier, wir haben viel über Brand Visibility gezeigt. Ihr habt es auch von Dominik schon gehört. Entsprechend Brand Visibility ist hier unser Hub, um neue Vorschläge zu sehen, um unsere Performance zu bekommen, um Insights zu sehen und das Ganze dann noch entsprechend reporten zu können. Und hier sind wir schon am Ende dieser kleinen Demo angekommen. Ich hoffe, das hat euch gezeigt, wie wir die Daten von Brand Visibility und SEMrush nutzen können, um genau da aktiv zu werden, wo der Kunde sich in seinem eigenen persönlichen Verhalten hat. Egal, ob das Owned Media oder entsprechende Drittanbieter sind. Sehr gut. Vielen Dank und damit gebe ich für ein Schlusswort nochmal zurück an den Christian. Vielen Dank, Steven, für diese tolle Präsentation und auch das schöne Beispiel von Dix. Was bleibt noch zu sagen? Natürlich die Key Takeaways von dieser Session. Und das sind genau 3. Das eine ist, die Ökonomie dieser Vermittler hat sich eigentlich nicht geändert. Egal, ob es jetzt eine Suche ist oder ChatGPT, am Anfang ist alles kostenlos, irgendwann wird es vermutlich Geld kosten. Das Problem ist nur, der Vermittler an sich hat sich geändert und wir müssen den ganz anders beeinflussen, als wir es aus der Vergangenheit gewohnt waren. Und das Zweite ist, auf euer Unternehmen betrachtet, alles zu automatisieren, das ist nicht wirklich ein USP, sowohl von euch als auch von uns, sondern es geht eigentlich darum, eure Brand, euer Unternehmen immer in den Mittelpunkt zu stellen, euren Markenwert zu erhöhen und strategisch zu positionieren. Und das Dritte ist, es ist aktuell wahnsinnig entscheidend, für beide Arten von Audiences zu optimieren, sowohl für den Menschen, wie es in der Vergangenheit immer schon gemacht hat, als auch jetzt neu für diese Audience von Agentic Chatbots. Und damit bedanke ich mich für die Teilnahme hier an dieser Strategy Keynote. Ich bedanke mich für die Teilnahme von Markus Hein von Henkel,